Ich werde 30 Tage lang nichts kaufen, außer Lebensmittel. Das heißt, ich werde auch alle Abos kündigen und mein Konsumverhalten hinterfragen. Ich habe die Jeans gerissen. Das neue Zelda ist draußen und ich darf es nicht kaufen. Das ist krass. Ich hätte mit weniger gerechnet. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich einen Monat lang nichts kaufe. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich nicht viel kaufe. Nur das Nötigste. Das stimmt allerdings nicht. Ich habe im letzten Monat privat und beruflich eine Menge gekauft. Brauche ich das wirklich oder könnte ich auf all das verzichten? Alles ist fast immer und überall verfügbar für uns. Das führt oft dazu, dass wir Dinge kaufen, die wir nicht unbedingt brauchen. Während des Kaufens fühlen wir uns gut, da das Kaufen das Belohnungssystem unseres Gehirns aktiviert und Glücksgefühle vermittelt. Dieses High hält aber nur sehr kurz. Die Wissenschaft weist darauf hin, dass das gleiche Geld investiert in ein schönes Erlebnis glücklicher macht als jeder materielle Kauf. Nach dem Shopping-High folgt oft der emotionale Tiefflug. Und wir begreifen dann, dass auch dieser Kauf unsere Traurigkeit oder Einsamkeit nicht gelöst hat. Wie viel gebt ihr jeden Monat für privaten Konsum aus? Laut Statistischem Bundesamt waren es 2021 im Durchschnitt 2.623 €. Inzwischen dürfte es aufgrund steigender Preise etwas mehr sein. 37% von diesem Geld geben wir für Wohnen und Energie aus, 15% für Lebensmittel. Das heißt, es gibt hier 48%, die ich einsparen könnte. Bei radikalem Miete, Strom und Internet gehen im Vormonat am 28. von meinem Konto. Heißt, ab dem 1. darf ich nichts mehr kaufen. Für die nötigsten Lebensmittel habe ich Bargeld abgehoben. Jetzt heißt es 30 Tage nichts bestellen, keine Kleidung, kein Film- oder Musikstreaming, keine Videospiele, aber auch keine Abo-Modelle wie mein Schnittprogramm. Let's go! Ich habe jetzt mal ausgerechnet, was ich allein durch den Verzicht auf Streaming gespart habe. Als Regisseur und Drehbuchautor hat man ziemlich viele Services abonniert, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. 43,96 € im Monat, die ich jetzt sparen werde. Der Einstieg in das Experiment ist leichter als gedacht. Es geht die ganze erste Woche ziemlich gut. Statt Musikstreaming zum Beispiel gibt es eine alte CD. Okay, das mit der Musik war richtig dumm. Es gibt doch YouTube. Also finde ich auf YouTube meine Musik. Statt Filmstreaming suche ich meine Blu-rays und DVD raus und statt neuer Bücher und Comics wühle ich in alten Kisten, da ich mir für dieses Experiment auch die Stadtbücherei verboten habe. Insgesamt ist die gesamte erste Woche ein Eintauchen in Nostalgie. Ich entdecke alte Schätze wieder und damit auch einige Erinnerungen. Dann aber muss ich eigentlich etwas kaufen. Das Wasser in meiner Dusche fließt nicht mehr ab, weil wahrscheinlich zu viele lange Haare im Abfluss liegen. Ich habe schon so ein Ding, das sie einfängt, aber es geht immer mal wieder was durch. Ich würde jetzt eigentlich rohrfrei oder sowas kaufen, um das zu lösen, aber das darf ich ja nicht. Das Internet sagt, man soll Cola reinschütten. 1 bis 2 Liter und dann löst sich das über Nacht. Okay, absoluter kleiner Experiment-Glitch. Weil Cola ja ein Lebensmittel ist, kann ich es kaufen und benutze es jetzt dafür. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Schummeln ist, deswegen mache ich sowas nicht nochmal. Aber ich gucke mal, ob das funktioniert. Nachdem ich also 2 Liter über Nacht in den Abfluss gekippt habe, fließt das Wasser tatsächlich wieder ab. Vielen Dank, Reddit. Also alles ganz entspannt, bis plötzlich 2 Probleme gleichzeitig auftreten. Nächste Woche hat jemand Geburtstag. Ich kann ja kein Geschenk kaufen, also habe ich mir überlegt, weil ich überhaupt nicht basteln kann, dass ich etwas Kleines filme und schneide. Ein Video aus gemeinsamen Erinnerungen. Ist mir gerade die Jeans gerissen. Jo, die ist im Eimer. Ein Geburtstagsgeschenk selbst zu machen, statt etwas zu kaufen, kostet nur Zeit und Ideen. Eine Hose zu flicken ist schwieriger. Vor allem, wenn man schon mit der einfachsten Bastelaufgabe überfordert ist. Wie ich. Ich hätte sehr gerne erzählt, dass ich das selbst geschafft habe, aber es war eine Katastrophe und eine Freundin mit Nähmaschine hat mir zum Glück geholfen und gerettet, was ich alles zerstört habe. Und jetzt ist diese Jeans wieder tragbar. Die wäre sonst jetzt im Müll gelandet. Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen, ist etwas, das mir total verloren gegangen ist. Ich kaufe zwar viel gebraucht, aber wenn etwas kaputt ist, werfe ich es eigentlich immer weg. Natürlich kann nicht alles repariert werden, aber das Leben dieser Socken hier kann ich definitiv durch ein bisschen Handarbeit noch verlängern. Und nachhaltiger wäre das Ganze auch. Außerdem ist mein Strickversuch wirklich ein Erlebnis. Und wie wir schon länger aus der Wissenschaft wissen, steigt unser Wohlbefinden durch Erlebnisse wesentlich mehr als durch Konsum. Und manchmal steigt unser Wohlbefinden auch dann, wenn wir Gutes tun oder andere dabei unterstützen. Zum Beispiel, indem ein toter Wald wieder aufgeforstet wird oder eine fast ausgerottete Eulenart gerettet. Das und vieles anderes macht die Rewilding-Organisation Planet Wild und dokumentiert das Ganze in eindrucksvollen Videos. Auf ihrem YouTube-Kanal kann man die Arbeit der Berliner Organisation verfolgen. Und finanziert wird das alles von einer Community, der jeder beitreten kann, um unserem Planeten zu helfen, sich zu erholen. Ich bin auch schon einer von vielen Menschen, die mit 5 € im Monat unterstützen und das könnt ihr auch. Denn Planet Wild weiß dieses Geld klug und nachhaltig einzusetzen. Jeden Monat gibt es ein festes Projekt, um gefährdete Tierarten zu retten, Plastik aus den Meeren zu fischen oder Wälder zu renaturieren.
Ich habe euch mal 2 Videos verlinkt. Einmal haben sie im Harz den dort sterbenden Monokulturwald wieder aufgeforstet und hier zeigen sie, wie sie den heimischen Steinkauz vor dem Aussterben retten. Es ist wirklich spannend und eine schöne Mischung aus Unterhaltung und Hintergrundwissen. Schaut mal rein. Wenn ihr selbst etwas verändern wollt, aber nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, unterstützt die, die es wissen. Mitte des Experiments finde ich meinen ersten Endgegner. Und der kommt komplett aus dem Nichts und hat mich wirklich runtergezogen. Dabei fing alles ganz harmlos an. Da meine Switch-Spiele langweilig geworden sind und ich schon lange auf ein ganz bestimmtes Spiel warte, trifft mich ein Datum ganz besonders. Das neue Zelda ist draußen und ich darf es nicht kaufen. Ich habe auch überlegt, ob ich hier nostalgisch werde und den alten Gameboy raushole und ein paar alte Spiele spiele. Ich habe meine Konsolen und meine ganzen alten Sachen bei dem Aufräumvideo verkauft. Dazu kommt, dass die Woche wirklich ätzend ist eine richtig miese Woche und ich hätte gerade Ablenkung wirklich gut brauchen können. Ich fühle mich hier wirklich schlecht und bin fest davon überzeugt, dass dieses knapp 60 € teure Videospiel mir hier helfen könnte. Vielleicht könnte es das auch. Tatsächlich wird mir hier aber was ganz anderes klar, wenn auch erst später am Tag. Ich habe mir mal angeschaut, was ich in den letzten Monaten so gekauft habe und muss leider zugeben, dass das allermeiste emotional motivierte Käufe waren. Also Dinge, von denen ich dachte, dass sie mich glücklich machen. Aber eigentlich haben die mich nur abgelenkt. Also manchmal ist mir sowas auch total peinlich, wenn ich dann hier sitze und das erzähle, wenn es mir innerhalb von so einem Experiment einfach klar wird. Aber jetzt wird mir klar, dass das Ablenkungen waren. Ich habe ganz bewusst etwas verdrängt, womit ich mich nicht beschäftigen wollte. Seit langem. Ablenkung kann sehr wichtig und hilfreich sein. Manchmal aber verdeckt oder verzögert sie tiefliegende Probleme, die mit der Zeit umso härter durchbrechen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit den vielen Gegenständen aus meiner Vergangenheit in Berührung gekommen bin, aber die Erkenntnis ist eindeutig. Ich kaufe fast immer, um etwas emotional Belastendes beiseite zu schieben. Ja. Das ist mir inhaltlich fürs Video etwas zu persönlich, aber ich werde mich jetzt darum kümmern. Umgeben von Werbung bin ich in der Vergangenheit ein leichtes Opfer gewesen. Ich habe oft Dinge gekauft, die ich gar nicht oder nur sehr kurz gebraucht habe. Bei mir ist das ganz oft Technik. Es sieht immer so schön aus, wenn man neue Dinge nutzen kann, aber oft nutze ich die Technik dann nur einmal und dann liegt sie rum. Mich wundert in dem Fall auch nicht, wie viele komplett neue Sportgeräte es immer wieder auf Kleinanzeigen gibt. Aber wie finde ich jetzt raus, ob ich wirklich etwas brauche? Für eine Studie wurden Menschen befragt, wie viel Spaß ihnen das Fahren von 3 bestimmten Autos machen würde. Die allermeisten vermuteten, dass der teuerste Wagen ihnen die meiste Freude bereitete. Aber direkt nach dem Fahren aller 3 Autos war das empfundene Vergnügen ziemlich gleichwertig. Wir gewöhnen uns an das, was wir haben und glauben, wir brauchen trotzdem neue, schöne Dinge, um uns wieder richtig gut zu fühlen. In Wahrheit fühlen wir uns mit den neuen Dingen aber oft auch nicht besser. Und dann geht's mir besser. Und als ich die 3. Woche erreiche, passiert etwas, das ich wirklich liebe. Ein kreativer Schub. Und wenn man sich nicht dauernd damit aufhält, ständig neue Technik zu kaufen, beschäftigt man sich auch wieder mehr damit, Dinge selber zu machen. Ich bekomme total Lust, einen bestimmten Stil auszuprobieren und experimentiere mit alten Kameraobjektiven meines Vaters herum. Dabei versuche ich fast absichtlich keine neue Technik zu benutzen, sondern bin mit meinem wackeligen alten Stativ unterwegs und verlasse mich auf meinen Spaß am Spiel. Und als ich im Schnitt sitze, frage ich mich, wozu ich die ganze teure Technik habe, wenn ich sie eigentlich gar nicht brauche. Ich habe mir im Freundeskreis ein paar Filme ausgeliehen, kann ich nur empfehlen. Leihen ist super und man lernt einiges über den Filmgeschmack des Freundeskreises. Außerdem habe ich hier Technik im Wert von mehreren tausend Euro zusammengesucht, die ich eigentlich nicht mehr brauche und jetzt verkaufe. 2019 habe ich schon mal einen Teil meiner Technik verschenkt und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich damit 2 junge Filmschaffende bei ihren Träumen unterstützen konnte und beide mit der Technik sogar richtig tolle Filme gedreht haben. Das war ein super schönes Erlebnis und das Verschenken hat mich glücklicher gemacht, als mir irgendwas zu kaufen. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass Schenken lang anhaltende Freude gibt und auch nach mehreren Malen kein Gewöhnungseffekt entsteht. Schenken macht uns und andere immer wieder einfach glücklich. Und um das zu testen, habe ich meine Technik komplett verschenkt. Ich habe gerade den letzten Scheinwerfer verschenkt und habe jetzt alles an Technik, was ich nicht brauche, an verschiedene Menschen verschenkt. Und es hat mich wie in der Vergangenheit auch schon wieder sehr glücklich gemacht. Und ich hoffe, dass die Menschen, die die Technik bekommen haben, damit viel Freude haben. Ich habe eine Menge verschenkt und seit mehr als 23 Tagen nichts mehr gekauft. Was würde jetzt aber passieren, wenn wir alle nichts mehr kaufen? Droht dann der Kollaps des ganzen Systems? Wenn wir alle ab morgen nichts mehr kaufen, brechen Firmen und komplette Industriezweige zusammen. Dafür müsste aber die Mehrheit ihren Konsum aufgeben. Und diese Gefahr besteht aktuell nicht. Die wenigen Menschen, die ihren Konsum reduziert haben, werden die Kaufwut der Mehrheitsgesellschaft nicht mal im Ansatz ausgleichen können. Und dann kommt der letzte Tag und ich bin glücklich. Nicht, weil es vorbei ist, sondern weil ich es gemacht habe. Was uns glücklich macht, ist so individuell wie wir Menschen.
und die Lebenssituationen, in denen wir uns befinden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Konsum der schwächste Weg zum Glück ist. Das ist mir persönlich in diesem Experiment klar geworden. Ihr wollt sicher trotzdem wissen, wie viel ich gespart habe und was das erste war, das ich nach dem Experiment gekauft habe. Aber ganz kurz, drückt hier mal ganz kurz auf Pause und lest. Okay, im Monat vorher habe ich ja so einiges gekauft. Und insgesamt habe ich diesen Monat 427,13 € sparen können. Das ist krass. Ist natürlich jetzt auch in Bezug auf den letzten Monat. Und man muss bedenken, ich gehe nicht essen, ich gehe sehr selten weg, ich bin sehr gerne zu Hause. Also das meiste Geld, das ich ausgebe, ist dann auch eher online. Aber trotzdem, es ist echt, ich hätte mit weniger gerechnet. Jetzt die Frage, was ich mir zuerst kaufe. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, mir was zu kaufen, aber ich habe das Bedürfnis, mir was zu leihen. Und zwar 2 Filme, die ich schon ganz lange sehen möchte, auf die ich jetzt verzichtet habe, weil ich die nicht über Freunde oder Blu-rays oder irgendwie bekommen habe. Die werde ich mir jetzt online leihen und anschauen. Stopp! Was ist mit dem neuen Zelda? Ich hab's vergessen. Und bis jetzt ist nicht der Drang gekommen, es zu kaufen. Schenken macht glücklich. Alle Werbeeinnahmen dieses Videos und mein gesparter Betrag werde ich jetzt aufgerundet in 50-Euro-Schritten in Menschen und Organisationen investieren, die wissen, was sie tun. Eine davon ist Planet Wild, mit denen zusammen dieses Video entstanden ist. Wenn ihr selbst etwas verändern wollt, aber nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, unterstützt einfach die, die es wissen. Wenn ihr könnt, kauft nicht so viel. Bis bald. Stand jetzt habe ich mir noch nichts gekauft. Im ersten Kommentar unter diesem Video wird stehen, was ich mir gekauft habe, sobald es passiert. Dann habt ihr es auch mit Datum.